Good morning. Guten Morgen, My identified friend. meine identifizierten Freunde. So let's talk what it means to be identified with the cross. Reden wir heute darüber, was es bedeutet, mit dem Kreuz identifiziert zu sein. You know, there's something that is kind of making me feel a little uneasy. Es gibt da etwas, was mir nicht so gut gefällt. And it's, I believe, what I call a distorted message of the cross. Es ist so eine Art deformierte Darstellung des Kreuzes. I don't know if you've heard this message, Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage schon gehört habt, that grace means the undeserved favor of God. dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes sei. Well, do you know that this is not true? Wisst ihr, dass das nicht stimmt? Because it's an aspect of grace that it's the undeserved favor of God. Es ist ein Aspekt der Gnade, die unverdiente Gunst Gottes zu sein. Not what grace is. Aber es ist nicht das, was Gnade bedeutet. It's just an aspect. Es ist nur ein Aspekt davon. And the problem is, if we believe that grace is the undeserved favor of God, Und das Problem ist, dass wenn wir glauben, dass Gnade unverdiente Gunst Gottes sei, then we are in the danger dann sind wir in Gefahr, that we can do whatever we want. dass wir alles tun können, was wir wollen, Because we already have the undeserved favor of God. weil wir ja schon die unverdiente Gunst Gottes haben. And that's a very, very, very dangerous way to live life. Und das ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Art, das Leben zu leben. Grace is not simply the undeserved favor of God. Weil Gnade nicht nur die unverdiente Gunst Gottes ist. It is so much more. Gnade ist so viel mehr. Grace is the ability that God has given us to live above the average. Gnade ist die Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, über den Durchschnitt zu It leben. is the ability that God has given us that we can do things that we naturally could not do. Gnade ist die Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, dass wir Dinge tun können, die wir auf natürliche Weise nicht machen können. So today there is this distorted message of the cross. Somit gibt es heutzutage diese deformierte Darstellung des That, Kreuzes. oh, it's the undeserved favor of God. You can do whatever you want to. Oh, es ist die unverdiente Gunst Gottes, du kannst tun, was du willst. You don't worry about how you live. You already have God's undeserved favor. Du machst dir keine Sorgen, wie du lebst, da du ja schon die unverdiente Gunst hast von Gott. I believe we need to reject this teaching. Ich glaube, wir sollten diese Lehre ablehnen. Because if the grace doesn't also involve the cross, then the message is not the true gospel. Weil wenn die Gnade das Kreuz nicht involviert, dann entspricht die Aussage nicht dem wahren Evangelium. So we're going to talk about what it means to be identified with the cross. Also wir sprechen darüber, was es bedeutet, mit dem Kreuz identifiziert zu sein. And I specifically want to put the emphasis on three areas where the cross must be part of our life. Und ich möchte ganz speziell die Betonung auf 3 Bereiche legen, wo das Kreuz Teil unseres Lebens sein muss. Always remember, Erinnert euch immer daran. no identification with the resurrection power until you've first been identified with the cross. Keine Identifikation mit der Auferstehungskraft, wenn wir nicht mit dem Kreuz identifiziert sind. Cross means death. Kreuz bedeutet Tod. There are three things that we have to die to in order to experience the resurrection power. Es gibt also 3 Bereiche, die wir sterben lassen müssen, um die Auferstehungskraft zu erleben. The first scripture that I want to talk about is Galatians chapter 2 verse 20. Die erste Schriftstelle, die wir anschauen werden, ist Galater 2,20. I believe it is one of the key scriptures in every Christian life. Ich glaube, das ist eine Art Schlüsselschriftstelle in jedem Christenleben. It's a scripture that I have literally meditated on daily for many years. Es ist eine Schriftstelle, worüber ich wirklich tagtäglich viele Jahre hinweg meditiert habe. Here's what Paul says. Paulus sagt Folgendes: I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. See, identification with the cross. Seht ihr, Identifikation mit dem It Kreuz. is no longer I who live, but Christ who lives in me. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Is the resurrection life. Da ist das Auferstehungsleben. You can't say the second part unless you say the first part. Man kann nicht den zweiten Teil erwähnen, wenn man den ersten nicht gesagt hat. You will not experiencing Christ living in you unless you have first embraced experientially you being crucified with Christ. Ihr werdet Christus nicht in euch erleben, wenn ihr nicht vorher die Tatsache angenommen habt, mit ihm gekreuzigt worden zu sein. And then he continues. Und dann sagt er weiter: And the life which I now live in the flesh, Und was ich jetzt im Fleisch lebe,
Faith in the Son of God. lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, Me and gave himself for me. der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. What an incredible, powerful resurrection life. Was für ein unglaublich kraftvolles Auferstehungsleben. Christ lives in me. Christus lebt in He mir. expresses himself through me. Er drückt sich durch mich aus. I can live my life by his own faith. Ich kann mein Leben durch seinen eigenen Glauben leben. Now I have a question. Ich habe jetzt eine Frage. What does that mean? Was bedeutet das? What does this scripture actually mean? Was bedeutet diese Schriftstelle eigentlich? I've been crucified with Christ. Do you know what this means? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wisst ihr, was das A bedeutet? lot of teaching out there about the cross that I actually disagree about. Es gibt viel Lehre über das Kreuz, womit ich nicht übereinstimme. Oh, you've got to take your cross. Ah, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen. But you know, in many ways, this has been a misapplied scripture. Aber auf vielerlei Art handelt es sich dabei um eine falsch angewendete The Schriftstelle. husband and the wife argue. Der Ehemann und die Frau streiten. And the religious husband says to the wife, you have to take up your cross. Und der religiöse Mann sagt zu seiner Frau, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. That means you have to let me be right and you're wrong. Das bedeutet, du musst mir Recht geben und du hast Unrecht. That's not what the Bible is teaching. Das ist aber nicht das, was die Bibel lehrt. This is not what Galatians 2:20 means. Das ist nicht, was Galater 2,20 bedeutet. I will tell you tomorrow what it means. Ich sage euch morgen, was es bedeutet. See you tomorrow. Bis morgen.